Kann eigentlich ein 370Z ein GTR-Killer sein? Definitiv ja. Warum geht das? Fahrzeug ist aufgeladen, ist eigentlich klar. Womit? AEM Competition Stage 2 Twin Turbo Kit. Fahrzeug selbst ist ein Nissan 370Z Nismo Version 1. Und wie sich das anhört und fährt, da gibt es mal kurz einen Teaser von uns. Competition. Wir wollen euch natürlich die Geschichte um das Fahrzeug so ein bisschen erzählen und was dem Fahrzeug passiert ist, was uns passiert ist, was dem Kunden passiert ist, wie es da bei uns ergangen ist, wie das Fahrzeug aussieht, wie es fährt, wie viel Leistung es hat. Das kriegt ihr alles in diesem Video mitgeteilt. Aber wir haben wieder Post bekommen aus Japan. Was? Takata. Kann man verstanden. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich kann es mir fast denken, was drin ist. Und ich glaube, ihr könnt es euch auch denken. Und wenn ihr mich wieder leiden sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir ein kleines Live-Unboxing. Na, vielleicht nicht live, aber wir machen ein Unboxing. Gucken, was drin ist. Und egal, was drin ist, ich werde es verspeisen. Weil ich denke mal, es ist was zu essen. Bin ich mir ziemlich sicher. Also, erstmal geht es mit dem Z weiter. Also, bis gleich. Im Innenraum hat sich natürlich auch einiges getan. Wir haben hier ein anderes Lenkrad. Wir haben G-Ready Zusatzinstrumente mit Öldruck, Öltemperatur und Ladedruck. Wir haben das Airlift Control Panel hier mit drin. Natürlich die ganzen Elemente in diesem schwarzen Nismo-Kunststoff gehalten. Den GTR-Startknopf ist hier mit drin und auch Recaro-Sitze. Und zwar nicht aus dem Nismo V2, sondern auch aus einem Nissan Juke Nismo. Und die, finde ich, passen sehr gut hier rein. Ich habe als knapp 1,90 Meter großer Mensch gut Beinfreiheit, mehr als bei einem Nismo V2. Liegt ganz einfach daran, dass die Sitzfläche nach vorne etwas flacher ist als beim Nismo V2. Der steht hier immer sehr steil und da komme ich beim Lenken immer ganz gerne ans Bein. Ja, das ist der Innenraum. Geht's weiter zum Motorraum. Der Motorraum. Hier hat sich einiges getan, wie ihr seht. Auch optisch sehr gelungen, wie ich finde. Ein bisschen farblich abgestimmt auf das Thema Nismo. Wie ihr seht, haben wir hier zwei mächtig große TIAL Blow-Offs, also Schub-Umluftventile. Wir haben Fuel Lab Benzindruckregler mit Benzindruckanzeige. Wir haben Silikonschläuche für Kühlwasser mit drin. Wir haben Okada Zündspulen drin. Wir haben so ein Entstörungssystem drin. Okay, muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber wir haben die Bosch 960 cc Einspritzdüsen drin und diverse andere Kleinigkeiten noch. Ganz unten tief drin sind dann auch die Borgwarner 7163 EFR Turbolader und die produzieren dann maximal 1,3 Bar Druck, was dann hier oben quasi ankommt und damit dann auch die Leistung produziert. Ja, so viel zum Motorraum. So, das Wichtigste natürlich, wie fährt sich dieses Fahrzeug auf der Straße, wie verhält es sich, aber davor machen wir, glaube ich, erstmal die CTD-Kennzeichen ab und machen dann die 100-200 km/h Messung, die obligatorische. Das dann aber morgen, weil jetzt ist schon dunkel und so langsam auch Feierabendzeit. Mal schnell. Okay, you're coming in very weakly there. Wir haben leider die Drohne verloren. Aber es tut mir sehr leid.
So, auf dem Leistungsprüfstand angekommen, werden wir natürlich jetzt auch die Leistung von dem Twin-Turbo-Kit messen. Wir werden wahrscheinlich auf dem Leistungsprüfstand etwas weniger Leistung haben als auf der Straße, weil wir einfach nicht die Last hier generieren können. Könnten schon, aber geht so ein bisschen stark aufs Material. Deswegen werden wir wahrscheinlich irgendwas um die 0,8 Bar maximalen Ladedruck oben rausfahren können. Auf der Straße haben wir irgendwas um 1,25 Bar und dementsprechend natürlich deutlich mehr Leistung. Ja, wir legen jetzt mal los. Wir wollen euch natürlich auch noch ein bisschen unterhalten. Deswegen werde ich auch mal zwischenzeitlich in die Pops und Banks Map schalten und mal gucken, was das gibt. Also, bis gleich. Ja, wie erwartet haben wir auf dem Prüfstand 0,78 Bar Ladedruck oben raus und dafür aber ein respektables Ergebnis von 715 PS an der Kupplung nach EG korrigiert und das ist schon gewaltig. Und maximales Drehmoment haben wir 727 Newtonmeter. Aktuell ist ja ein bisschen kälter draußen, kann ich auch mal schauen, was wir an unkorrigierte Leistung fahren. Das sind dann sage und schreibe 745 PS und 758 Newtonmeter. Und das ist gewaltig. Die Kurve sieht aus wie ein Sauger. Das kann man nicht anders sagen. Das fährt sich eigentlich auch so und das ist schon echt beeindruckend. Wir blenden das ja jetzt gerade hier drüber. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist eigentlich sehr schön fahrbar, wenn man dann mit der Leistung umgehen kann. Ja, am Rad kommen dann tatsächlich noch unkorrigiert 693 PS an und das ist gewaltig. Ja, so viel dazu. Wir haben euch, glaube ich, jetzt sofern alles gezeigt. Es gibt noch ein kleines Outro, werden wir noch machen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr viel Mühe gemacht damit. Wenn euch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, liked es, teilt es. Und ansonsten sage ich wieder, bis zum nächsten Video. Euer Tino.